Und damit willkommen zurück zu The Great Ace Attorney Adventure Chronicles. Und in der letzten Folge, noch in der Szene, wie ihr seht, sind wir noch dabei und versuchen herauszufinden, was Lord von Zixe uns damit sagen will, was er gesagt hat. Und ich habe hier immer keine Ahnung, was das gewesen ist. Ja, also schaut den letzten Part nach. Let me explain in terms that even a student of an endless backwater. Moment. Tut mir leid, dass es dann gefühlt auch ein bisschen länger dauert als das Licht des Rückstau. Ich habe da auch definitiv Rückstau, aber das ist nicht schlecht, sondern recht katastrophal. Schlimmer wie die Deutsche Bahn. Such as yourself might understand. When the bloody scene unfolds, the victim and his assailant are sitting side by side. Multiple witnesses have attested to the fact. It's the very premise on which this case is built. Also die Zeugen haben doch gesehen, dass das der Fall ist. Für mehr Kontext reicht mein Verstand dafür nicht aus. But the premise vielleicht ergibt das Prämisse? Aber die Prämisse may be wrong. Könnte falsch sein. What? If the victim really was sitting by side Mr. Guild, war da geht wirklich am Seite des Opfers gesessen. It creates an inconsistency that can't be recorded in any way. What inconsistence consult was the defendant close, my lord. Den Handschuh, my lord. Both witnesses made the same testimonies. Beide Zeugen sagen, dass die Aussagen voller Blut waren. They claimed that there was blood on the both hands of the person sitting next to the victim. Also sie sagen ja, dass es an beiden Händen Blut war an der Person, die neben dem Opfer gesessen hat. Yet we know the truth to be other with only one close spear the gory remains. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Even in the face of this irrefutable beweis, yes, their testimony remains unchanged. Exactly, the both adamantly swear that they clearly remember seeing blood on both hands of the assailant. In short, in curses, their memory of events is correct and their testimony reveals the truth. It was somebody else sitting beside the victim that night, a third party. Also, eine dritte Party gibt's jetzt? Party! We have yet to identify, and the victim's blood was on the passenger's hands, both of an beiden und von dem. And who was this third party? Warum? Ich weiß mal, dass das auf eine dritte Person beziehen soll, aber ich feiere es immer noch, dass das die dritte Party sein soll. Oh, geil. Ich finde das genial, wenn man eine andere, ein Spiel in einer anderen Sprache schon mal spielt und dann so ein Bullshit labern kann, weil man es so verstanden hat. Also das muss ich mal schon fairerweise so sagen. Aber das mal so. Ich bin's selber ulkig, also dementsprechend mache ich ja selber über meine eigene Inkompetenz hinsichtlich
der englischen Sprache lustig, also dementsprechend nicht für ungut alle englischsprachige Leute auf diesem Planeten. Sind Japaner schon auf diesem Planeten. Obviously the two culprit extraordinär. Order. What exactly are you postulating? The defense's postulations is just that nothing more than a conjecture. The witnesses have clearly stated that they saw the accused beschuldigen, but when elaborating. Wieso wollen die ins Labor schicken? Kann mir das mal einer erklären? Ausarbeiten. Aber wenn wir das ausarbeiten und an den Aussagen, Mr. Fairplay said the two of them were wearing hats and I could exactly make out of their faces. Yes. The tops of the ears heads were obscured by the roof. I can't see the rest of them suit. Yes, that's right. Both the change where most currently headed. Sie hatten beide Hüte drauf. Hättest du immer diese Hater. To send notice such things, and what particular styles of head did the two gentlemen sport first? Also da geht es jetzt um die Hutausstattung. I'm afraid I don't remember. Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht erinnern. And you called yourself a hatter? The style of the hat makes no difference. The style of von den Hüten macht keinen Unterschied. There was no third passenger in the cabin. Wie könnt ihr euch das sicher sein? Because if there had been, the accused Mr. Gilded would undoubtedly have overread to approach the fact. Oh man, unless that is you are proposing on even more Präposture. Ich gehe einfach jetzt nicht davon aus, dass wir über eine Dinosaurierart denken. Ja, also davon gehe ich mal jetzt halt nicht aus, dass das der Fall ist. So. Aber für das Wort absurd, so ein absurd langes, inkompetentes Wort, wo ich an Dinosaurier denken muss. Könnte man mir das bitte mal in den Kommentaren erklären? Explanations. Du mal so freundlicherweise dafür. Absurd Erklärung. Ja, definitiv noch nicht Felix weiterleben. Muss man fairerweise sagen. That the accused failed even to notice the presence of the two culprit in the very cabin in which he traveled. Ja. Wie, das wäre mal den Angeklagten dazu befragt. Das wäre doch sowas. Here's right. If there was another person traveling in the enclosed cabin of the omnibus, it's inconceivable that Mr. Gildes would have been unaware of it. Also ich wäre ja immer noch dafür, dass man den Angeklagten diesbezüglich mal dazu befragt. Ein anderes nennenswertes, sagen wir es mal so, wie es ist, dass das der Fall ist. Da muss man schon wirklich fairerweise sagen. Oh, Ruhe. There is clearly a simple solution to this problem. Brings the accused Mr. Gilde to the stand. Dann bringt den Angeklagten in die Zeugenstand. Well, what do you say, Consul? The prosecution objects, my lord. On what ground? And with the ground is a suspect he
We have already made a full statement to the police. But what if there is some reason why he's unable to speak freely? Magnus McGill is not undecutary. Moment. Magnus ist kein... No, ist kein ungebildeter Raufbold. If it indeed turns out the man has been withholding information, you can be sure it will have been a most deliberate act. Counsel for defense, what is your opinion? What is your... Yeah, my lord, should be asked Mr. Quinn to testify or not? Leave... Well, Moment. Kann ich mir beide Optionen mal übersetzen lassen? Verlangt seine Aussage oder leave well alone? Lasst es gut in Ruhe. Nee, ich wäre schon wirklich dafür, dass man das erste nehmen. Verlangt seine Aussage. Yes, we need to hear what he has to say in order to find out the truth. The defense would like to call Mr. Bildet to the stand. In dem Fall, I would like to hear the opinion of the jury. Yes, I need a little time to consider this. Also ich muss erstmal ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. If you ask me, I think we should hear what Mr. Bildet has to say. Get the man out here, I say. Lass den Mann aussagen hier. It would be utterly illogical not to hear his testimony. Also es wäre jetzt halt nicht wirklich unlogisch, seine Aussage hier zu hören. When something needs to doing, get it done. Also wenn es nichts ausmacht, es zu tun, dann tun wir es. That's how I run things the guild. Ach, Omi. Gut, dass wir unsere Phase hinter uns haben und wieder gut sind, oder? Ich mag irgendwie wie das Bild hier von dir. Hearing what the patron of my favorite little pirate has to say. Oh yes, that would be lovely. Oh ja, es wird bestimmt liebevoll sein. Yes, the jury says the man must be heard. Ja, die Jury sagt, dass man den Mann hören muss. Very well, the court will hear the defendant's testimony. Bailiff, show the defendant to stand at once. Eigentlich wäre ein geiler Cut, wenn man jetzt halt hier einfach aufhören würde sagen. Und hier in der nächsten Folge hören Sie die Aussage des Angeklagten. Muss man mal fairerweise sagen. Und ich mag irgendwie diese langsame Kamerafahrt gerade. Lag auch daran, dass ich gerade was getrunken habe. Aber Details sind nicht so wichtig, was da ein bisschen YouTuber hier von sich gibt. Muss man fairerweise sagen. Will only became clearly. Ja, mal schauen, was dabei herauskommt jetzt. Let proceeding be resumed. Lass uns mal resümieren. Mr. Gilbert, have you been listening to the... To be sure I have, my lord. There are now two matters on which the court desire to hear from you. The first is whether or not there was a third part, but it's a dritte party with
out in the omnibus cabin as proposed by the defense. The second is that if such a person was indeed present, why did you clear? Moment, lass mich mal geschwind dieses Wort mal verbergen. Was hier verbergen, the fact from the police, aber ob er diesen Fakt vor der Polizei verheimlicht oder verborgen. Again, knows this not in my nature to hide anything at all. Weil es ist nicht in meiner Natur, dies alles zu tun. Just answer the question, please. The truth of the matter is I've been desperate about this. Desperate, vergesslich, oder wie soll ich das verstehen? Verzweifelt. Ach, ich war ein bisschen verzweifelt über das Ganze hier. I tell you all who keep me mouth shut. Tell us what. Sagt uns was, Mr. Gilbert. The fine fella arresting me is absolutely right. In the carriage on the night with myself and the other man, there was another passenger. Alter, it's true. And race me would help it. The little children get away after it all happened. Ja, ist danach gegangen, wie alles passiert ist. You, what? Hätten die Angeklagten auch mal bitte von Anfang an ehrlich sein, wenn es da mal einen Angeklagten gibt während dieser ganzen Spielereihe, dann würde ich es dem zu 100% nicht abkaufen. No, Magnus McGill, that's convenient excuse can save you no. Das könnt ihr doch jetzt nicht sagen. I'm truly sorry, so I am. Es tut mir wirklich so leid, tut mir wirklich laut von Six. I'm sure you be wanting to know why I said nothing when I was taken in by the police. Also, mir wirklich leid, dass ich nichts gesagt habe. I do be having a very good reason, I assure you. Ich hatte jetzt wirklich einen guten Grund, das versichere ich Ihnen. Which was? As the little child was just in the wrong place at the wrong time and not in any way involved. You see, dieses das deine Kind, das hast du am falschen Platz in zur falschen Zeit und war daran nicht involviert. You see, what? If the police had known the we one there, they'd have assumed she'd down it. They'd have hauled into this record room just like myself. Ich glaube, das war ich schon, deswegen so ein Akzent hat, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich weiß es jetzt noch nicht so wirklich. Man kann mich diesbezüglich auch gut und gerne mal aufklären. I was only trying to spare her. Ich wollte sie ihr eben quasi ersparen. Young hearts and young minds are easily demented, my lord. Junge Herzen, Jungen. Oh, and who was this young child of whom you speak? Was das junge Kind jetzt? That I don't know. Ihr wisst das nicht? I was there waiting. It just happened to be in the carriage this night. I never saw her before or since. We have absolutely no reason to believe him. Wir haben absolut keinen Grund, ihm zu glauben, diesem Mann. The prosecution calls for the witness statements to be disagreed by the court. You know, ihr wisst, ich won't be surprised. Ich bin nicht überrascht. If the urgent Bengel. Okay.
isn't here in the courtroom as we speak. Listen to the proceedings. What? Smoke, fire, Ferris, fire. Look, someone is trying to get it. What's going on? Be careful, there's no belief. Don't let the accused escape. Hey, I hear you please call an emergency request. I leave as soon as the defendant the cursed toy and clears the courtroom. We are currently removed from the smoke-filled courtroom by leave and main signs of chaos as people stormed over one another in their desperations to flee the chamber. We had no idea what was happening. All we knew was that for the time being at least the trial was suspended. To be continue, also heißt, also auf gut Deutsch gesagt, dieser Part ist hier. Yes. Mann, oh Mann. Oh, ihr seht, wann ich das aufgenommen habe. What shit happens? 18. Februar, 12:52 Uhr. The Old Bailey Defendants in Ten Chamber. Was zur Hölle? What on earth just happened? Was ist gerade hier passiert? Mr. Naruto, I've managed to find out what happened. Ich habe arrangiert, was herausgefunden ist mit Susato. Was I told it an evidence from of smoke grenade, also war eine Rauchgranate Typ auf exploded events three smoke. Es war eine Rauchgranate. It sounds like the sort of Think Ninjas. Sehr verleiht, dass ich bei dieser Musik immer noch irgendwie an Wer wird Millionär denken muss man schon für eigentlich fairerweise sagen. Dementsprechend they're just making sure everything is safe now. I think the trial will start again before long. But who would have done something? Aber wer würde denn sowas machen? The police managed to catch someone who was trying to flee the courtroom apparently. Flee vom Gerichtssaal, aber warum? Well, it's a young girl of around 15, also ein junges Girl von ungefähr von 15 hörte ich. A young girl then could it be the other passenger said Mr. Gilded was just talking about. Vielleicht der andere Passagier von dem Mr. Gilded darüber gesprochen hat. I told exactly. So he wasn't lying. Oh, what's become of Mr. Gilded actually? There are so many things I need to ask him about, but he's not here. Ich würde gerne einiges Sachen fragen, aber er ist nicht hier. I think he was summoned to the prefecture and chamber to answer question, along with the girl. Who is she? Wer ist sie? Ich wundere mich. And what was she even doing here at the trial? Aber was macht sie hier bei dem Trial? She was aber sie hat dieses hier ein hohes Risiko entdeckt zu werden. And what is the beneath to yourself? There's another maid that's troubling me. What's that? There's the 20 pence, also die 20 pence. Oh, ja, stimmt die 20 pence oder Pfennige? According the Churchman Pepper. Ich finde die Animation eigentlich immer hier wirklich sehr gelungen, muss man schon fairerweise sagen. Hey, Freak. Nein, ich mache jetzt keinen Seitenhieb zu Pokémon Karmesin und Purpur.
Es wäre zu geil. He took 4 passengers at night at a fare of 5 pence each. That comes to a total of 20 pence exactly. Exakt, meine Lieben. Aber ob dieses junge Girlie es nun sein wird oder nicht und was diese 20 Pence damit zu tun haben, erfahren wir jetzt im nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.